Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Gestern haben wir darüber geredet, dass es hier auf dem S31-Server mit dem neuen Backend es ja zu einem Bug kam. Und ja, dieser Bug wurde jetzt auch gestern tatsächlich schon behoben. Und zwar war es, seitdem das neue Backend drauf ist, was ja Oktober letztes Jahr irgendwann drauf gewesen ist, dass die Begleiter nicht vom Gilden-Portal Bonus Damage beeinflusst waren. Also die profitieren ja sonst davon mit. Und ja, es kam seitdem das neue Backend drauf ist hier auf meinem Server, kam es dazu, dass halt die Begleiter nicht davon mit profitiert haben. Und deswegen kamen so eine extrem krassen Chancen raus, wie man das ja gestern in der Berechnung gesehen hatte. Aber wir halt einfach gar keine Chancen hatten eigentlich so gegen den Dungeon. Und das hatte ich auch gestern gezeigt in diversen Tries nochmal. Und ja, ich hatte ja ein paar tausend Pilze hier schon in den Gegner reingesteckt und mich immer gewundert, es müsste doch jetzt mal so langsam. Andere auf meinem Level mit meinen Stats ja, haben den auch schon längst da und so, warum ich noch nicht? Und gewundert hatte ich mich immer, nie überprüft gehabt. Ja, es lag daran. Ich frage mich nur immer an der Stelle, wie kann sowas zustande kommen? Ja, ich verstehe es nicht. Also ich bin da auch nicht technikaffin oder so, auf gar keinen Fall. Aber wie kann das passieren, dass die Begleiter nicht mehr vom Gildenportal-Bonus betroffen werden? So, dass der einfach nicht mehr da ist für die Begleiter. So, keine Ahnung, nach welchen Berechnungen das geht. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, wir werden heute ein paar Tries machen gegen die besagten Dungeon-Gegner und werden schauen, ob wir die heute besiegen müssten. Eigentlich relativ easy. Ja, ich glaube, wir kriegen 2 bestimmt down und deswegen werden wir da gleich mal reingehen. Ich mache mir aber erstmal noch mal ein bisschen Platz. So, und ja, wer die Tries gestern gesehen hat, der wird ja wissen, wie das Ganze aussah. Und wir werden mal jetzt reinschauen, wie es halt jetzt aussieht. So, ne? In der Zeit, es ist ja jetzt schon, glaube ich, ja, ich weiß nicht ganz genau, so 5 Monate oder so ist ja das Backend jetzt schon hier auf S31 drauf. Und alle Leute, die hier auf dem Server spielen, haben natürlich ja, weiterhin ja, hier und da, es gibt ja auch ein paar Aufholer, immer noch mal, auch bei uns in der Gilde gibt es ein paar Aufholer, die auf dem Server hier Dungeon Tries gemacht haben und wahrscheinlich ja, auch recht viele Pilze in Dungeons reingebuttert haben. Und der einfach ja, unnötig schwierig gemacht worden ist, was ja niemand von uns gewusst hatte so. Und ja, die Pilze sind dann jetzt halt komplett wasted so, ne? Das ist natürlich ziemlich bitter. Ja, aber was willst du machen? So, wir gehen jetzt rein in den Dungeon hier und werden mal schauen, wieso der Unterschied zu gestern aussieht. Auf dem Beta-Server wurde das Ganze behoben und wenn das auf dem Beta-Server behoben wird, dann wird automatisch auch der S31-Server damit ja, betroffen. Obwohl die zwei, so wie ich das verstanden habe, 2 unterschiedliche Versionen von dem Backend haben. Aber ja, wir werden mal schauen, was jetzt so der Unterschied, wie jetzt so der Unterschied aussieht. Ne? Mit einer 16%igen Chance muss er nicht First Try sein, ne? Aber ich denke mal, wir werden jetzt schon um einiges mehr Chancen haben und der wird, denke ich mal, deutlich leichter fallen als auf jeden Fall gestern. Und danach haben wir auch noch den Shakes, der eine 25%ige Chance hat zu liegen. Das haben wir ja gestern, habe ich euch ja gestern auch gezeigt. Und ja, dann werden wir heute wahrscheinlich direkt 2 Gegner hier auseinandernehmen. Und was ich auch interessant fand, ist, dass Poseidon auch eine 0,6%ige Chance oder sowas hatte. Ja, okay, wir haben ihn jetzt nicht beim First Try gelegt, so, aber es sieht auf jeden Fall schon besser aus. Also wir haben selbst bei Poseidon im Olymp, wo ich dachte, der ist überhaupt nicht machbar erstmal so, weil das ist halt der Olymp, aber der hat auch schon eine 0,6%ige Chance, was schon nicht schlecht ist so. Und dann überlegt mal, was 16% eigentlich sind. So. Also das ist, fand ich krass, dass ich auch schon so viele Chancen hier gegen ihn habe. Ja, deswegen werden wir mal schauen, wie die Tries jetzt aussehen. Das ist schon mein neuer bester Try hier schon direkt gegen Abawuwu. Ja, also man merkt auf jeden Fall,
dass hier deutlich was gemacht worden ist und der Unterschied drastisch ja, bemerkbar ist. Und da ist er auch schon down. So einfach ist es, ja. Hätte man sich viele Pilze sparen können an der Stelle. So, wir haben ihn besiegt. Den Try können wir jetzt hier wegmachen und ja, ich weiß gar nicht, wie viel Pilze ich jetzt ausgegeben habe. 3, 4 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall kein Vergleich zu den Tries davor. Ja, und das ist natürlich, wie gesagt, immer schade, so, dass so eine Sachen halt auf einem Live-Server hier stattfinden. Ich meine, es gibt nicht ohne Grund einen Beta-Server, wo man das Ganze testen kann. Deswegen ist es halt ziemlich schade, dass, dass das Backend hier schon auf dem Live-Server drauf ist. Sorgt für ziemlich viele Nachteile. Ist so. Kann man nichts weiter zu sagen. So. 1,5 Milliarden Crit hier schon vom Marquardt rausgehauen. So, die Kunigunde tut ihr Übriges und mal schauen, ob wir nochmal einen richtig schön saftigen Crit-Treffer hier raushauen. Mal gucken. Wir brauchen, glaube ich, gar keinen Crit-Treffer mehr. Reicht, nochmal einen kleinen Crit hier, 1,3, ja, nichts Wildes und wir sind fast Level Up jetzt dadurch schon. So, und jetzt haben wir als nächstes hier den Schädelspalter Shakes. Stufe 550, ist ein Krieger und der hat ja eine 25%ige Chance, dass der liegt und wie gesagt, auf W50 haben wir Gegner besiegt mit einer 0,3, 0,5%igen Chance. Also sollte das hier locker machbar sein. Welcher Gegner danach aber nicht machbar ist, das wird der Fidget sein. Weil da haben wir gesehen, der liegt bei 0%. Das ist so, das wird erstmal eine Weile dauern. Ist ein Magier mit viel Schaden, viel Leben und wird uns, denke ich mal, noch ein bisschen im Wege stehen, aber ist nicht weiter wild. Wir werden dann jetzt, nachdem wir Shakes besiegt haben, in den Olymp-Dungeon gehen und dort dann erstmal Poseidon weiterhin tryen, weil dort wir eine 0,6%ige Chance haben. Also könnte es gut sein, dass der auch in Zukunft dann bald liegen wird und wir dann vor dem nächsten Gegner im Olymp stehen. So, bin ich sehr gespannt drauf. Okay, der Marquardt hat hier semi-guten Schaden rausgehauen. Jetzt kommt hier die Kunigunde. Vorteil natürlich, ein Riesenvorteil, sie kann ausweichen. Ja, das hatten wir jetzt bei den letzten Gegnern nicht gehabt. Und das ist natürlich ein Trumpf, der jetzt hier zum Tragen kommt wie Umzugshelfer. Und wir den auch wahrscheinlich schon, wenn mit ein bisschen Glück im First Try schaffen. Das ist eine riesige Prozentzahl, 25. Also das ist, der hätte schon... Also die beiden Gegner hätten schon wirklich längst liegen müssen und ich hätte die schon längst besiegt, aber es kam halt eben seitdem das Backend hier drauf ist auf dem Server, ja, wurden die Begleiter halt so krass genervt, weil die halt eben nicht vom Gildenportal partizipiert haben, ja, und okay, leider nicht First Try, aber der sieht schon gut aus, der Gegner, ja. Zweiter Try. Okay. Und wir sind Stufe 593. Ja, da haben wir es geschafft. Schädelspalter Shakes. Den Try gucken wir uns nochmal an. Das ist es ist komisch irgendwie, weil man halt wirklich so lange jetzt an den Gegner davor gehangen hat und man besiegt jetzt einfach 2 am Stück und man wird sich eigentlich so klar, dass man die schon längst hätte dass man die schon längst hätte besiegen können und man einfach die ganze Zeit immer umsonst getried hat, so, ne? Das ist halt ein bisschen belastend. Aber was wieder positiv ist, irgendwo, wir haben den Dr. Abawu, wo wir jetzt so lange dran gehangen haben, den hatten wir ja fast down bekommen, ohne die Begleiter richtig benutzen zu können. Also wir haben mit einem Nerf, den wir bekommen haben, haben wir trotzdem fast den Dr. Abawu besiegt. So. Und das ist natürlich schon irgendwo was, wo man auch ein Stück weit vielleicht stolz drauf sein kann. So, der Marquardt haut hier einen 1,8 Milliarden Treffer raus. Mal schauen, was macht die Kunigunde? Tut ihr Übriges auf jeden Fall, hat gut Schaden angerichtet und jetzt kommen wir und geben ihnen nochmal hier den
finalen Schlag, 1,8 nochmal und nochmal ein kleiner Treffer und da haben wir ihn besiegt, den Shakes. So, Items sind natürlich crap jetzt mittlerweile, weil ja, sind schon längst outdated. Und jetzt stehen wir hier vor dem letzten Gegner, den furchteinflößenden Fidget. Und der wird erstmal noch nicht liegen. Ihr seht die Werte, ist sehr, sehr, sehr krank. Also, aber ich bin jetzt erstmal heilfroh, dass wir jetzt wieder auf einem normalen, vernünftigen Standpunkt auch tatsächlich die Dungeon-Kämpfe hier ausführen können. Ich hatte schon, wie gesagt, die ganze Zeit so ein komisches Gefühl gehabt, dass da irgendwas nicht hinhauen kann, solange wie wir da dran sitzen mit den Statpunkten, die ich jetzt mittlerweile habe, ist das eigentlich fast unmöglich so. Und ja, man hat es gesehen, es lag jetzt nicht wirklich an mir und ja, deswegen. Ne? Also Fidget wird erstmal eine Zeit lang dauern, das ist jetzt erstmal ganz klar. Der hat nicht viele Chancen, deswegen switchen wir jetzt von Fidget auf Poseidon, weil der wahrscheinlich in Zukunft, ja, in naher Zukunft eher liegen wird als jetzt der Fidget so. Und hier kann die Kunigunde richtig schön reinlacken, weil die ja auch hier gegen ihn ausweichen kann. Ne? Und mal schauen, vielleicht wenn wir noch den ein oder anderen Crit-Treffer rauszückeln, dann liegt er in naher Zukunft vielleicht auch bald. So, und deswegen, ja, bin ich gespannt, wie lange es dauern wird, bis hier der Poseidon auch liegt und wir dann vorm nächsten stehen. So, es ist immer so ein krasser Moment für mich, wenn ich mal einen Dungeon-Gegner auf dem Server hier besiege. Es ist was Besonderes, weil es nicht alle Tage vorkommt. Man braucht wirklich, es liegen wirklich Monate jetzt mittlerweile dazwischen, bis man wieder einen neuen Gegner besiegen kann. Und dann freut man sich da umso mehr drauf. Jetzt ist bei mir die Freude eher so angehalten, muss ich sagen, weil ich im Hinterkopf immer habe, so ja, hätte schon längst passieren können. Aber jetzt, wenn wir den Poseidon irgendwann mal legen sollten, dann werde ich mich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr freuen. Ja, aber das auf jeden Fall dazu. Wir haben Level Up gemacht, das ist ganz nice. Wir haben jetzt erstmal auch die 2 Gegner besiegt, die wir besiegen wollten, bis zum nächsten Legendary Dungeon. Das ist natürlich auch für uns auf der Stufe hier ein riesen Erfahrungsboost jetzt, ne? Weil ich halt hier unglaublich wenig mache am Tag. Ne? Und deswegen ist das schon ziemlich Haben jetzt erstmal das erreicht, was wir erreichen wollten. Und das sieht ganz gut aus, wenn wir jetzt noch Poseidon vielleicht bis dahin besiegen, was gut sein könnte. Mal schauen. Mit der Prozentanzahl, dann könnte es tatsächlich gut passieren, dass wir es rechtzeitig wirklich schaffen, bis zum Legendary Dungeon zu Ostern Stufe 600 zu erreichen. Ne? Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe auch, dass ihr da bis dahin dann auch weiterhin hier am Start seid, damit ihr das dann auch seht, ob wir das schaffen, das Ganze. Und dann wollen wir uns ja komplett neu equippen mit Stufe 600. Das wird auf jeden Fall auch sehr cool. Wird auch, denke ich mal, einige Runs brauchen, bis wir uns hier komplett neu equipped haben. Und ja, das sind dann erstmal so die nächsten Ziele. Da werden wir erstmal ein bisschen upgraden. Dann wird wahrscheinlich 250k der nächste Knackpunkt sein. 100k Basis-Stats haben wir auch bald erreicht. Und dann werden wir mal schauen. Ich glaube, ich werde erstmal noch ein bisschen weiter auf Intelligenz gehen, weil ich halt einfach viel von Magiern umgeben bin, sowohl auf meinem Server als auch hier in der internationalen Ehrenhalle, wo ich jetzt gerade auch wieder drinne bin. Das ist ganz cool. Ja, er fängt an, krittet direkt. Schade, Marmelade, kann man nichts machen. Aber so ist das. Ja, sehr cool. Wir haben einfach jetzt 2 Gegner in einer Folge besiegt, wo wir vorher, weiß ich nicht, 5 Monate an einem Gegner gehangen haben und der partout nicht fallen wollte, haben wir jetzt einfach mal so zwei Gegner besiegt. Einfach mal 600 Millionen, das ist echt verdammt viel auf der Stufe. Und ein Riesenstep in Stufe 600, zu Stufe 600 auf jeden Fall. Ja, alles klar. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.